Gegen Ende des Jahres 1883 besucht der Impressionist Claude Monet gemeinsam mit seinem Freund Auguste Renoir zum Malen die Côte d'Azur. Es ist eine enorm produktive Reise, die sich bei beiden Künstlern in zahllosen Bildern niederschlägt. Die vom sonst so oft gemalten Pariser Umland so verschiedene Landschaft, Vegetation und Lichtstimmung inspiriert die impressionistischen und später auch die neoimpressionistischen Künstler zu neuen, gewagten Auseinandersetzungen mit Komposition, Licht und Farbe. Nach den vorherigen Erkundungen mit Renoir kehrt Claude Monet 1884 für nahezu 3 Monate wieder in den Süden zurück. Wird dies in den Folgejahren auch immer wieder tun, denn aufgrund der neu entstehenden Eisenbahnverbindungen entwickelt sich die Mittelmeerküste rasant zu einem beliebten Ziel für die Sommerfrische des Pariser Bürgertums und der Bohème. Orte wie Bordighera an der italienischen Grenze, Sasso, Borghetto, Valbona und eben Menton liefern Monet die Motive für insgesamt 48 verschiedene Gemälde, von denen sagenhafte 21 sofort begeisterte Käufer finden. Für Monet ein erheblicher, wenngleich auch überraschender finanzieller Erfolg, von dem er sich auch für die Zukunft Verkäufe an internationale Kunden erhofft. Denn trotz der inzwischen deutlichen Anerkennung als Künstler ist seine finanzielle Lage noch immer angespannt, sie würde es auch noch bis in die 1890er bleiben. Monets Begeisterung für die südfranzösische Landschaft war aber dennoch keine rein kommerzielle, dafür war er, der immer mit einem künstlerischen Blick auf die Welt schaute, zu sehr Maler. Die Schönheit der Landschaft und des Lichts ließen Monet beinahe sorgenvoll an seinen Freund Gustave Geffroy schreiben: »Es ist so schön hier, so klar und leuchtend. Wir schwimmen in blauer Luft. Es ist alarmierend.« Diesen Gedanken aufgreifend zeigt das Bild den Blick über die Küstenstraße, genannt La Corniche, hinein in eine von Bergen begrenzte Bucht. Der Betrachter steht scheinbar auf dieser unbefestigten, sich windenden Straße und schaut über die vor ihm liegende, von üppiger und wilder Vegetation bewachsene Hügelkuppe des Cap Martin hinein in die Tiefe der Landschaft. Am Ufersaum der Bucht, zugleich am Fuße des zentral im Bild liegenden Berggipfels, liegt eine Hafenstadt, Monte Carlo, vielleicht das Ziel des Weges, auf dem der Betrachter wandert. Die Hügelkuppe versperrt uns indes noch den Weg. Ein Versprechen liegt so in der Luft. Ein paar Schritte nur noch, dann weitet sich unser Blickfeld, öffnet sich auf die vor uns liegende Bucht und wir schwimmen, wie Monet es schrieb, in der weiten Luft über dem Wasser. Es ist bemerkenswert, dass Monet uns hier den im Anstieg erwartungsvollen Blick selbst erleben lässt, uns als Betrachter auf den Weg stellt. Anders als in einer sehr ähnlichen Fassung aus demselben Jahr, in der in der Kurve ein Wanderer platziert ist und an unserer Stadt in die Bucht schaut. Das Motiv dieses Weges entlang des Mittelmeeres reizt Monet offenbar sehr. Wiederholt malt er die schmale, unbefestigte Verbindung entlang der Küste zwischen Monaco und Nizza, aber auch ähnliche Szenen am Cap Martin oder den Küstenstreifen übersehende Blicke auf die Landschaft bei Monte Carlo oder Bordighera. Geschickt organisiert der Maler in dieser Version des Motivs nun, ganz Impressionist der ist, ohne erkennbare akademisch-kompositorische Ordnung die im Ausschnitt beinahe zufällig wirkende Szene in der Bildfläche. Und dennoch gelingt Monet eine Blickführung sowohl durch reale als auch durch virtuelle Linien. Von links steigt die Diagonale des Vordergrundes in die Fläche an, wird geschnitten durch die senkrecht stehende, S-förmige Anlage des Weges. Die überwiegend von der Fläche der Berge verdeckte Horizontlinie teilt das Werk waagerecht subtil in der Bildmitte, schafft so Ruhe und Struktur. Auf diese Weise entsteht im Hintergrund eine quantitativ gleichwertige, geschlossen und ruhig wirkende Flächenordnung durch Berg und Himmel, während Monet im Vordergrund durch Duktus und Farbdivergenzen eine lebendige Brechung der Flächen erzeugt. Ebenso wird hier bereits der Bildraum zu gleichen Teilen in warmen Vordergrund und kalten Hintergrund getrennt. Im Wesentlichen ist diese Aufteilung in lediglich 2 Bildebenen auch die einzige Exploration von Tiefe, die Monet uns als Betrachter anbietet. Die Fläche des Meeres zwischen Weg im Vordergrund und Berg im Hintergrund ermöglicht kaum eine klare Einschätzung von Räumlichkeit und Raumtiefe. Der Berg, die Stadt an seinem Fuße erscheinen so unendlich fern und zugleich trügerisch nah. Gestützt wird dieser Eindruck von inkohärenter, schwer zu erschließender Raumanlage durch den weitgehenden Verzicht auf akademisch gelehrte, tradierte raumschaffende Mittel. Es gibt kein klares Sfumato, lediglich eine rudimentäre Verblauung
und nur den Ansatz einer Farbperspektive in 2 Stufen mit Stellung der Kühle der Küste im Hintergrund gegen die Wärme des Weges im Vordergrund. Innerhalb der beiden Hauptflächen vorne findet sich dabei ein deutlicher, die Farbwirkung steigernder und intensivierender Komplementärkontrast zwischen dem Rot des Weges und dem Grün der Vegetation, während Monet im Hintergrund weniger offensichtlich arbeitet, eher subtil das Blau in Himmel und Bergen gegen den mit Weiß gebrochenen Rotton stellt. Zugleich legt der Künstler Grünnuancen im Wasser des Meeres und am Himmel an. Dieser gezielt verteilte Einsatz der Farbe verbindet so alle Bildflächen miteinander, eint und homogenisiert die Komposition. Monet strebt nur bedingt nach einer naturalistischen Darstellung der Szene. Das koloristische Farbkonzept sowie die übersteigerte Nutzung der Erscheinungsfarbe, um Lichteffekte und deren Wirkung weiter zu verstärken, offenbaren dies nur zu deutlich. Sein malerischer, impressionistischer Stil mit klar erkennbarem Duktus mit kurzen, direkten Pinselstrichen und die sich daraus ergebende grobe, stark detailreduzierte Darstellung stellen so weniger einzelne Bildgegenstände, denn die Gesamtwirkung der Landschaft in den Fokus. Schließlich sah er genau darin die Aufgabe des Malers, das darzustellen, was sich zwischen dem Objekt und dem Künstler befindet, nämlich die Schönheit der Atmosphäre. Und wie gelänge dies besser als mit dem Blick über das Meer an einem herrlichen Sommertag?